viel Käse mit Nudeln. Also machen wir Mac and Cheese. Hast du's knistern gehört, Carmen? Und ich rieche es. Es duftet. Schau dir die Fäden an. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Wir haben 200 Gramm Cheddar. Hat Carmen fein gerieben, aber es schmilzt ja noch. 200 Gramm Emmentaler ist da untergemischt, ne, kann man so ein bisschen erkennen. Und wir haben nochmal 200 Gramm Parmesan, den reibe ich, wenn ich darf. Dann müssen wir eine Mehlschwitze machen zum 100.000. Falsch. So, Mehlschwitze. Butter und Mehl für einen halben Liter. Carmen, wie viel Butter? 30 Gramm Butter Und 25 Gramm Mehl. für einen? Halben Liter natürlich. Und zwar halben Liter Milch. Guck mal, jetzt habe ich hier rumgesaut. Das sind aber erst 300. Da kommen nämlich noch 200 Gramm Sahne dazu. So, und dazu habe ich hier noch mal so ein paar Löffel vorbereitet. Ein Löffel Senf, ein Löffel Paprikapulver. Und das hier, letztes Mal gab es ja Verwirrung, Chipotle. Geräucherte, getrocknete Chili. Mein Lieblingsgewürz, gleich hinter dem Muskat. 2 Knoblauchzehen. Und dann haben wir hier noch Macaroni, die kurzen, 500 Gramm. Und die kommen jetzt direkt ins kochende Wasser. Kräftiges Salzwasser, die Pasta hinein. So, die Pasta nämlich genau hinein. Und ich salz dran und die kochen wir jetzt 7 Minuten. Höchste Zeit, mit der Bechamel anzufangen. So, Topf ist warm, da geben wir die Butter hinein und lassen die schon mal so ein bisschen schmelzen. So, die Butter wird warm, da kommt das Mehl hinein. So, wir können in diesem Moment jetzt hier schon unser Paprikapulver dazugeben und unsere Chiliflocken. Die schwitzen wir mit an, weil Paprikapulver braucht auch immer so ein bisschen Wärme, damit wir an die Aromen herankommen. So, und auch unseren Senf geben wir jetzt gleich dazu. Da drinnen bin ich besonders stark, Carmen. Meinen Senf dazugeben. Und jetzt gleich auffüllen mit einem Schuss unserer Milch-Sahne-Mischung. Das Ganze rühren wir jetzt glatt. Das wird jetzt von alleine dick. An dieser Stelle darf ich jetzt nochmal unseren lieben Freund Edwin in Ehingen grüßen. Schön, dass du gestern beim Live-Chat dabei warst. Und da kommt jetzt hier restliche Milch dazu. Und in der Zwischenzeit können wir den Knoblauch damit reingeben. Knoblauch gleich mit dazu. Darf ein bisschen mit auskochen. Und hier in unsere Soße fehlt noch ein bisschen Salz. Nudeln gieße ich ab. So, und die Nudeln gleich wieder rein ins Töpfchen und einfach nur noch warm halten. Und in unsere Soße geben wir jetzt im Prinzip 3/4 unseres Käses dazu. Nicht alles. Unseren Parmesan, den haben wir natürlich auch frisch gerieben. So, und in unsere Käsesoße geben wir natürlich auch den Parmesan damit hinein. Das Ganze lassen wir jetzt einmal schmelzen. Und solange noch alles heiß ist, solange die Nudeln noch heiß sind, geben wir da jetzt auch und die heiße Soße oben drüber. Das ist im Prinzip das gesamte Geheimnis. Das Ganze wird einmal untergerührt. Carmen, Oh, das sieht aber richtig lecker aus. hast du es dir so ungefähr vorgestellt? Ja, so. Schau dir das Verhältnis zwischen Soße und Macaroni an. Nahezu perfekt. Und wenn man es so rauszieht, schau dir die ganzen kleinen Fäden an. Und jetzt Achtung. Das Ganze wird im Ofen nochmal überbacken. Das heißt, wir geben das jetzt hier in eine feuerfeste Form. In diesem Fall jetzt unsere kleine Bratpfanne. Aber da kann jeder das nehmen, was er möchte. Man kann es auch im Topf überbacken, überhaupt kein Problem. So. Und wir haben ja noch das andere Viertel von unserem Käse. Da geben wir unser Panko-Mehl da oben drauf. Das Ganze mischen wir so ein bisschen durch. Gott, sieht das lecker aus. Und damit wird die heiße Pasta-Geschichte hier nochmal bedeckt und im Ofen knusprig überbacken. Mac and Cheese mal ganz schnell gekocht. Keine 15 Minuten. Ab in den Ofen. Oberste Schiene und nur Oberhitze, goldgelb überbacken. Oh, guck mal. Oh, wow. Oder? Ist doch schön mit dem bisschen Panko-Mehl da oben drauf. Ja. Schau es dir an. Oh, ich liebe oder? das. So.
Hast du's knistern gehört, Carmen? Und ich rieche es. Es duftet. Schau es dir bitte an. Schau dir die Fäden an. Mac and Cheese, ganz schnell gekocht, innerhalb von 15 Minuten, weil ich stehe hier unter Druck, weil Carmen hat Hunger. Ihr könntet den Kanal kostenlos abonnieren und gebt uns doch einen Daumen hoch. Dann sage ich guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, auf Wiedersehen, tschüss, euer Kalle.